Ja, herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Hier, ja, vor dieser wunderschönen Statue hier. Ja, wir sind jetzt in dem nächsten Fall, das heißt hier in dem Blutbad, wie es so schön heißt. In der letzten Folge haben wir den zweiten Fall abgeschlossen. These baths are becoming sinister. Und mit dem Mr. Phillips gesprochen. Und was haben wir hier? Frigidarium, okay. But the steam room's on the other side, Mr. Holmes. Ja, das wusste ich. Genau, wir suchen jetzt erstmal hier die Tatwaffe. Und schauen mal an. Okay, hier ist anscheinend die sogenannte Steam Room, also die Sauna, denke ich mal. Beziehungsweise hier ist wahrscheinlich erstmal nur der Umkleideraum. Aber wir gucken uns These erstmal die Kleidung clothes an. belong to one of the suspects from the steam room. Okay. Clothes belonging to one of the suspects. Das habe ich mir fast gedacht. Hier sind noch Handtücher. Hier ist nochmal wieder Kleidung. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Okay, hier ist noch eine Lampe. Oh, eine Champagnerflasche. Champagne for a special occasion. An ice bucket to keep the champagne chilled. Was ist was? Mein Etikett. Korn. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Okay. Da sollte anscheinend der der Champagnerkorken knallen nach der Saunasitzung. Aber jemand wurde umgebracht. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Okay. Wir gucken uns erst die Leiche an und dann reden wir mit den Leuten. I should check this blood sample at Baker Street. Okay. Ein Schlüssel. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Okay, was haben wir hier für die Leiche? There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Vielleicht mit einem Eisblock oder so? Weißt du, mit so einer Eisspitze, weil die schmilzt, dann ist die quasi weg. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Some dirt or earth. I'll take a sample. Okay. Well, death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Okay. Was haben wir denn hier noch? The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Der hat richtig herbe geblutet, ey. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. Boah, wie We don't scheiße have heiß many das da sein leads muss. here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Okay. Also wird wahrscheinlich ultra heiß sein hier. Okay, da ist ein Dampfhebel.
G. Newell and Sons, Steam Specialists, Seattle, WA. Yo, jetzt drehen wir erstmal richtig auf. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ah, okay. Das heißt, wenn man den Dampfhebel zieht, dann kann man erstmal nichts mehr sehen. Aha. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Okay. Was war denn hier noch? The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. Okay, It is too hot. benötigt. I cannot reach into it. Okay, da brauchen wir einen Gegenstand für. Und er hat Blut da drauf. Okay, wir reden erstmal. Gucken erstmal. Blood traces wiped on the towel. Okay, wir reden mal mit Mr. Garrow. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Okay. Dann können wir wahrscheinlich nicht reden. Können wir mit Mr. Bitkin reden. I'm in shock. I don't want to talk. Okay. It's horrible. I can't talk at the moment. Okay. Tja, aber die Tatwaffe. Die kriegen wir. Beziehungsweise müssen wir erstmal hier noch weiter untersuchen, oder? Genau. Wir müssen die Tatwaffe finden. Wo zur Hölle ist die? So, erstmal hier. Mal ein bisschen gucken. Schon doof vorkommen, wenn ich hier so rumschlawinern würde. Okay, das haben wir nicht. Okay, meine Vorstellungskraft hilft uns da auch nicht wirklich weiter. What should we do next, Holmes? Ich hätte gern das geschmolzene Stück Metall. Aber dafür brauche ich einen Gegenstand. The brazier is still burning. The heat... Ja. Aber ich hab... Aber überhaupt keinen. Okay, können wir wieder raus oder müssen wir erst noch hier drin bleiben? Ah, okay, wir dürfen auch wieder raus. Kann ich das mitnehmen? Nee, ne? An ice bucket. Ja, okay. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Und quatschen mal eben. Warum sind hier eigentlich nur 3 Sachen? Also 3 Kleidungsstücke. Und es waren 4 Leute Mr. drin. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Warte nochmal. Please wait. I need to do something first. Erstmal warten. Chill deine Nuggets, ey. So. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Nämlich den blutverschmierten Schlüssel. Verdammt. Meinte ich, Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Ja, natürlich. Vielleicht das? Nein. War das morgendliche Telegramm? Ja, wähle die richtige Antwort aus. Sag es nicht. Did you? No, sir, Aber I did hat not. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No,
The telegram was for someone in Manchester. Ach klar, sein Mr. Holmes, Dingens. it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or her mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Okay. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Okay. Klar, natürlich das Telegramm, was er da auch bei hat. Aber wie zur Hölle komme ich denn... So, okay, hier komme ich nur weg. Wie zur Hölle komme ich denn an den... an das Metall? Mal, gucken wir mal hier rein. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Vielleicht haben wir in der Werkstatt irgendwas, womit ich das Metall da rausbekomme. Okay. Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Okay, machen wir auf. Oh, da fehlt eine A Fotoplatte. glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Okay, das hat mir noch nicht so wirklich weitergebracht. Hier sind Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Okay. Anscheinend ist es nicht nur eine Therme hier, sondern auch irgendwie wie so ein Archäologiezentrum oder sowas. Es gibt nur wenige Menschen, die den Namen Sir Rodney Bentcliffe nicht kennen. Er ist ein Gentleman, der an Reichtum, Bekanntheit und Tatendrang seinen feinen Zeitgenossen in England eben nichts nachsteht. Er ist nicht nur äußerst intelligent, sondern im selben Maße charmant, wie die jungen Damen des europäischen Adels nicht müde werden zu wiederholen. Das ist bei mir ähnlich. Er hat hervorragende Beziehungen zum House of Lords und durchaus Einfluss in der Welt der Politik. Nicht wenige würden ihn als übertrieben perfektionistisch und autoritär bezeichnen. Wir würden eher sagen, dass Sir Rodney zielstrebig und willensstark ist. Wenn er sich bei einer Ausgrabung einbringt, ist der Erfolg für alle Beteiligten garantiert. Wow. Okay, wundersame Fortsetzung der Ausgrabung in den rumänischen Therme von Strand Lane. Ah, okay. Hier werden auf jeden Fall Ausgrabungen gemacht, deswegen sind wahrscheinlich die ganzen Tongefäße da. Die Ausgrabungen in den Thermen standen schon kurz vor dem Aus, als wie aus dem Nichts der Retter auftauchte, Sir Rodney Bentcliffe. Sir Rodney hat die Kontrolle über die Arbeiten übernommen und behauptet, dass in den Thermen der Schlüssel zu einem großen Geheimnis zu finden ist. Alle weiteren Neuigkeiten in dieser aufregenden Sache erhalten Sie bei uns. Okay, das heißt, hier wurde früher schon mal eine Ausgrabung gemacht, dann wurde die wieder eingestellt und dann kam er plötzlich und dann ging die wieder los. Mein werter Freund, ich möchte im kommenden Monat eine Pressekonferenz in den Thermen von Strand Lane abhalten. 1893 war ein bemerkenswertes Jahr für meine Arbeit in Ägypten, doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf die englische Archäologie zu konzentrieren. Es gilt, unsere nationalen Schätze ins Rampenlicht zu stellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei dieser Pressekonferenz will ich möglichst viele Journalisten sehen und sie sollen wohlwollend darüber schreiben, da wir sie äußerst gut behandeln werden. Daher werde ich meinen alten Freund Lord Blackmore ansprechen und die Sondermittel des Königlichen Archäologischen Instituts für die Veranstaltung nutzen. Sir Rodney Bentcliffe. Okay, das heißt, er wollte eine Pressekonferenz abhalten. Oh, was noch? Was noch? Ein Dokument.
Okay. Diese Metallplatte ist nicht nur von archäologischem Interesse, sondern scheint auch Teil von etwas Größerem zu sein. Im Moment kann ich jedoch nicht genau sagen, um was es sich dabei handeln könnte. Okay, so eine Metallplatte. Können wir wahrscheinlich noch nicht so wirklich... Ja, hier ist das Ding. Können wir wahrscheinlich noch nicht so ganz zuordnen. Moment. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Ah, die packen wir ein. Ach, toll. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Okay, nichts weiter. So, was haben wir hier noch so? Hier ist noch ein Tisch. Tools used by archaeologists in their research. I will need these tongs. Genau, das brauche ich. Super. So, dann können wir nämlich jetzt... Ey, dann können wir jetzt nämlich schön dieses Metallding-Bums holen. Was da in dem Feuer liegt. Guten Tag. Okay, wir durchsuchen jetzt die Asche. So. I should analyze this melted metal. Unbedingt. Okay. Mr. Blinker, Mr. Picking. Mr. Garrow. Okay, das heißt, der Archäologe ist tot. Das habe ich jetzt erstmal verstanden, wer hier überhaupt gestorben ist. Okay, aber jetzt gucken wir erstmal hier noch nach, was hier noch so Schönes ist. Ja, ich meine, sieht schon geil aus hier, ne? Also, muss man sagen. Schlecht. My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Okay, man wollte also nicht, dass ich da reingehe. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Okay. So sehe ich hier auch nichts. Das ist natürlich schon komisch, ne? Gehst du da rein und plötzlich fällt das Ding um. Okay. Können wir noch mit denen irgendwie quatschen? Nee, ne? I can't understand. Oh, ich möchte nicht mit dir reden. Okay, das müssen wir alles analysieren. Ich will erstmal wieder zurück zu Baker Street, bevor der die Leute da mitnimmt. Das Ganze erstmal analysieren. Und dann können wir nochmal, vielleicht finden wir dann noch irgendwas, so dass die halt mit uns reden. Bevor der jetzt erstmal gleich die ganzen Verdächtigen mitnimmt. Okay. So, erstmal analysieren. Erstmal den Schmutz analysieren. Also. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Ja, genau. Selenite. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. Klar, da. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Natürlich. Okay, wir analysieren das Blut. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Okay. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide.
Ja, ist ja gut. Die Karte. Hey, du Dings, irgendwas? Okay. Water. This blood is heavily diluted with water. Okay. Wasser im Blut. Ja, bevor wir jetzt die anderen Sachen noch analysieren, ja, würde ich sagen, beenden wir erstmal für heute diese Folge. Wie geil sind die Strichmännchen da vorne? Habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ja, wir beenden die Folge für heute und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da analysieren wir dann den Rest und ja, schauen an, ja, was sich hier überhaupt tut und was hier überhaupt vor sich geht. Da bin ich gerade noch so ein bisschen überfragt, aber das kriegen wir schon hin. Schließlich sind wir Sherlock Holmes. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes. Bis dahin, auf Wiedersehen.